Politik ist die Summe der Mittel, die nötig sind, um zur Macht zu kommen, um sich an der Macht zu halten und um von der Macht den nützlichsten Gebrauch zu machen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Ja, wie es aktuell aussieht, kommt man ja in diesen Tagen wohl an dem Thema Politik nicht wirklich vorbei. Weder in Österreich, Stichwort Regierungsbildung, noch in Deutschland, wo ja diesen Sonntag, dem 23. Februar, die Wahlen zum Bundestag abgehalten werden. Ebenso dominant wie in der Medienlandschaft diskutiert und an den Börsen realisiert, ist wohl auch die Entwicklung rund um die beabsichtigten Friedensgespräche in der Causa Ukraine sowie den amerikanischen Wortmeldungen auf der Münchener Sicherheitskonferenz. Mit einem Gefühl von Zweifel, aber auch von großer Hoffnung sind an diesen Tagen somit die Börsen rund um den Globus konfrontiert. Zweiteres, nämlich die Hoffnung auf einen für alle Beteiligten so weit wie möglich positiven Ausgang der Verhandlungen, lassen die risikofreudigen Assets neue Höhen erklimmen. Sehr erfreulich zeigt sich dies in der aktuellen Entwicklung des deutschen Leitindex, dem DAX. Dieser schaffte es nämlich Anfang der Woche zum ersten Mal, die Marke von 22.800 Indexpunkten zu überschreiten und markiert somit auch gleich mal sein neues Allzeithoch. Aber auch sein europäisches Indexpendant, der Eurostoxx 50, konnte mit einem ordentlichen Kurszuwachs seit Jahresbeginn in Höhe von 12% seinen bisherigen Höchststand eliminieren und kletterte auf über 5.500 Punkten. Dies ist besonders beachtlich, da nämlich der Eurostoxx 50 damit seit Jahresanfang den amerikanischen S&P 500 performance-technisch in die Schranken verwiesen hat. Wer hätte dies Anfang des Jahres für möglich gehalten, wo doch die von Donald Trump ausgegebene Marktstory America First wohl eher auf eine Outperformance von US-Vermögenswerten hindeutete. Diese positive europäische Dynamik ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits belasten die zunehmend strafferen Finanzierungsbedingungen die US-Konjunktur und andererseits rechnet man damit, dass das schwierige geopolitische Umfeld für Europa sich als notwendiger Katalysator für die Umsetzung der so wichtigen Strukturreformen erweisen könnte. Fakt ist aber auch, dass wir die jüngsten europäischen Kurszuwächse einer deftigen Kursrallye bei den Rüstungskonzernen zu verdanken haben. So zählten Rüstungstitel wie Rheinmetall mit plus 14% oder die Hensoldt AG, ein Unternehmen, die Radarsysteme zur Überwachung, Aufklärung und Luftverteidigung produzieren, mit einem Kursplus von knapp 14% zu den wahren Nutznießern. Auslöser hierfür waren die Münchener Sicherheitskonferenz am Wochenende. Hier kamen klare Worte von US-Vizepräsident J.D. Vance bezüglich amerikanisch-russischer Verhandlungen zur Ukraine ohne europäischer Beteiligung sowie der zukünftigen Bündnistreue der Vereinigten Staaten, die ja immer als verlässlicher Partner angesehen wurde. Diese sicheren Zeiten gehören wohl seit der Trump-Administratur 2.0 der Vergangenheit an. Mit diesen klaren amerikanischen Statements führt auch kein Weg mehr daran vorbei, ob Europa die Sicherheitsausgaben erhöhen soll, sondern nur, wie das finanziert werden kann. Mit diesen Einschätzungen wird sich Europa wohl in den kommenden Jahren auf drastisch höhere Verteidigungsausgaben einstellen müssen. Kein Wunder also, dass aufgrund dieser Finanzierungsfrage und einer möglichen Verletzung der auferlegten Defizitregeln die Anleiherrenditen gleich mal ordentlich angezogen haben. Zur aktuellen Stunde werden mehrere Möglichkeiten diskutiert, um den Verteidigungshaushalt auf europäischer Ebene zu finanzieren. Die Option 1, die Verwendung von bereits vorhandenen Instrumenten wie zum Beispiel den Kohäsionsfonds. Ein Fonds, der 1994 eingerichtet wurde und eigentlich für die Integration der transeuropäischen Verkehrsnetze angedacht war.
Oder die Option 2, die Ausgestaltung eines eigenen Fonds für Maßnahmen zur Verteidigung nach dem Design des RRF, ein in der Corona-Krise aufgestelltes Instrument zur Bereitstellung von Finanzhilfen und Darlehen für Reformen und Investitionen in den EU-Mitgliedstaaten in Höhe von 723 Milliarden Euro. Oder die Option 3, ein eigener Fonds außerhalb des EU-Budgets nach Vorbild des Europäischen Stabilitätsmechanismus bzw. die Verwendung des Restkapazitäten des bestehenden ESM in Höhe von 422 Milliarden Euro. Wie immer man sich auch entscheiden wird, wir werden es euch mitteilen, versprochen. In diesem Sinne, alles Liebe, viel Erfolg an den Kapitalmärkten, wünscht euch euer Christian Leinweber aus Wien.